Im vergangenen Video haben wir uns den Anmeldeprozess für Teilnehmende angeschaut und jetzt schauen wir uns einmal die Gegenseite an. Und zwar für Award Leader, was passiert denn jetzt, wenn sich ein Teilnehmender anmeldet? Und wir sehen gleich hier, das ist die Startseite, auf der Sie landen. Sie haben hier auf der linken Seite haben Sie Ihre To-Do-Liste und die To-Do-Liste der Organisation und hier tatsächlich einen nicht zugewiesenen Teilnehmenden. Und da haben wir quasi schon meine Anmeldung von gerade. Valerie Zorein hat sich am 15.05. angemeldet. Und was sie jetzt als allererstes machen, sie weisen einen Award Leader zu. Also die Person in ihrer Organisation, die das Mentoring übernimmt. Das bin jetzt in dem Fall einfach mal ich selbst. Und das weise ich jetzt zu. So. Und dann springt die 1 von nicht zugewiesen zu Anmeldung. Da gehe ich jetzt auch nochmal hin und kann diese Anmeldung bestätigen. Sie sehen hier, da wird noch eigentlich auf die Bestätigung der E-Mail-Adresse gewartet. Das habe ich vorhin nämlich noch nicht gemacht. Sie können es aber trotzdem bestätigen. Und dafür gibt es hier ein paar Informationen, die Sie noch ausfüllen müssen. Sie können hier zum Beispiel eintragen, hat die Person schon bezahlt oder zahlt sie später. Das ist eigentlich vor allem für Ihren eigenen Überblick. Sie bekommen ja am Ende des Jahres eine Rechnung von uns. Und was hier steht, ist für uns erstmal egal und soll Ihnen vor allem helfen. Damit die Anmeldung hier aber durchgeht, müssten Sie auf Bezahlt klicken. Das obliegt dann aber Ihnen selbst, ob Sie die Anmeldung erst genehmigen, bevor oder nachdem bezahlt worden ist. Hier bitte zweimal auf Bestätigt klicken. Auch hier für Ihren Überblick liegt die Einverständniserklärung der Eltern, liegt die vor oder wird die nicht benötigt, weil der Teilnehmer oder die Teilnehmerin über 18 ist. Die E-Mail bestätigt, das überschreiben wir jetzt quasi mal und warten nicht darauf, dass die Teilnehmerin ihre E-Mail-Adresse noch eigenständig bestätigt. So, dann haben wir hier das Häkchen wird zur Wirkungsbefragung eingeladen. Das können Sie rausnehmen. Wir wären sehr dankbar, wenn es drin bleibt, weil wir so die Teilnehmenden vor und nach der Teilnahme am Award eine Umfrage schicken können, die anschließend anonymisiert wird, um so zu schauen, welchen Effekt der Duke Award auf die junge Person hatte. Sie können außerdem entscheiden, ob Sie Allow Adding Logs in Bulk freischalten möchten. Das wird in Zukunft auch noch übersetzt. Das soll eigentlich vor allem bedeuten, ob der Teilnehmer oder die Teilnehmerin auf einen Schlag mehrere Logs in den Aktivitäten eintragen kann oder ob das quasi nur Woche für Woche möglich ist. Das können Sie als Organisation überlegen, was Ihnen da lieber ist, ob die App, ob das okay ist, am Ende des Monats einmal alles zu loggen oder ob das Woche für Woche stattfinden soll. Jetzt klicke ich hier auf Speichern und was ich jetzt eben sehe, ist, dass der Button Genehmigung ist jetzt blau und nicht so ausgegraut wie das Bulk-Änderung oben drüber. Ich habe hier außerdem eine Warnung. Wenn Sie so etwas sehen, sollten Sie das einmal checken. In diesem Fall ist der Name und das Geburtsdatum das gleiche wie bei einem anderen Teilnehmenden. Das liegt daran, dass ich persönlich jetzt mehrfach im System auch angelegt bin. Wenn Sie das sehen, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sich ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin das zweite Mal hier schon anmeldet. In dem Fall löschen Sie bitte dann die Anmeldung hier. Es ist besser, wenn eben nicht 3 verschiedene Accounts von einer Person vorliegen. Auch wenn Sie jetzt eine andere Stufe machen wollen, ist das alles innerhalb eines Accounts möglich. Da braucht es nicht mehrere Accounts. So, ich kann jetzt hier auf Genehmigung klicken, dann fragt mich das System nochmal, passt es? Und dann kann ich die Person genehmigen. Meine To-Do-Liste ist jetzt leer
und ich finde meine Teilnehmenden jetzt einfach unter dem Raster Teilnehmerinnen.